Heute spreche ich mit Maike über ihre Embolisation der Eierstockvene und weshalb es ihr danach schlechter statt besser ging. Warum fingen ihre Beschwerden erst mit Beginn der Wechseljahre an? Und findet sie im Ausland die Hilfe, nach der sie sucht? All das erfährst du jetzt in der 10. Folge von Vascular Voices. Schön, dass du da bist und zuhörst. Hallo Maike, ich freue mich, dass es heute klappt, dass wir gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, freue mich auch total, dass ich hier, von dir eingeladen worden bin und dass ich auch meine Geschichte hier erzählen kann und lieben Dank dafür. Ja, also natürlich sehr, sehr gerne. Ich habe ja zu danken, weil der Podcast lebt nur von so mutigen Personen wie dir, die sich trauen, ihre Geschichte zu erzählen. Und Ja. wir haben ja im Voraus schon ein bisschen geschrieben Mhm. und da hast du mir auch schon erzählt, dass du deine Eierstockvene hast embolisieren lassen. Und Genau. das ist 'n großes Thema, weil ich immer wieder lese und höre, dass vielen Frauen das empfohlen wird, Mhm. und aber es einigen danach schlechter geht. Und da war ich dann einfach froh, als, wir dann Kontakt miteinander hatten, als du Ja, gemeint hast, du wärst bereit, darüber zu sprechen, weil bei dir war's ja auch so, dass es dir ja, danach schlechter ging. genau, Ich würde richtig. einfach mal damit starten, dich zu fragen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass in Frage kam, dass deine Eierstockvene embolisiert werden soll? Ja, also erstmal, ich bin jetzt 56 Jahre und, also schon, sage ich mal, so im mittleren Altersbereich und habe dann, erstmalig gemerkt, in 2021, dass ich Symptome hatte, die, ich gar nicht einsortieren konnte. Also Unterbauchschmerzen, so, wie wir Frauen das kennen von dem Eierstockziehen her. Und, wie gesagt, da begannen auch meine Wechseljahre. Und, das ist so, wo ich einfach, gemerkt habe, das hört nicht auf, diese Beschwerden, diese Unterbauchbeschwerden. Und so fing eigentlich meine Reise an. Es ist ja so eine Reise an Odyssee von Ärzten, die man dann aufsucht. Ich habe dann auch meine Freundin gefragt: „Mensch, habt ihr denn auch so Ziehen im Unterbauch?“ Und die haben gesagt: „Nein, kennen wir nicht.“ Also, die meisten Frauen in den Wechseljahren berichten eher über Hitzewallungen, über Schweißausbrüche, über, ja, schon mal Herzrasen, aber keine meiner Freundinnen in dem Alter hatten diese Unterbauchschmerzen, gell? Mhm, Also, ich habe immer gedacht: „Okay, das geht wieder weg“, aber, sie wurden eigentlich als stärker, gell? mhm, Immer meistens auf der linken Seite, aber auch mal rechts. Das erst mal so grob, wo so alles bei mir stattgefunden hat. Rückblickend denke ich, vielleicht waren es auch die Hormone, die bei mir irgendwas da ausgelöst haben, weil ich hatte bis dato eigentlich war ich gesund und fit, mhm, bis auf so eine kleine Geschichte, die erzähle ich aber gleich noch. Ja, und so fing das alles an. Ich hatte dann natürlich eine Reise und Odyssee an Ärzten, an Internisten, natürlich Gynäkologen. Ich glaube, all das, was wir erlebt haben, man, reist von Arzt zu Arzt und fragt: „Warum habe ich diese Unterbauchschmerzen und wo kommen die her?“ Und ja, keiner konnte mir natürlich sagen, was letztendlich ist. Ich habe dann auch mal Hormone genommen und Darmspiegelungen gemacht und MRT gemacht, aber ich tappte eigentlich über eine lange Zeit, ich sage mal, über 2 Jahre im Dunkeln, woher diese Unterbauchschmerzen kamen. Es gesellten sich dann auch noch so Nervenschmerzen in den Beinen hinzu. Es war dann so 'n Kribbeln. Ja, das war so eigentlich Rückenschmerzen. Das war so der Bereich, der mich, lange begleitet hat. mhm. Also, Genau. kann man, zusammenfassen, du hast nie irgendwie Probleme gehabt mit Menstruationsschmerzen oder Nein, so was? nein, nein. Also, es hat Also, dann ich alles in den Wechseljahren tatsächlich angefangen? genau, genau. Es hat bei mir alles in den Wechseljahren angefangen. Mhm, Ich hatte davor
ganz normalen Verlauf. Also, das war bei mir nie ein Thema und da fing aber Mhm. alles an und, wurde zunehmend, schlechter. Ja, und somit habe ich mich da, 2 Jahre mit rumgeschlagen, sage ich mal, und, bin dann auch zu meinem Leistenarzt gefahren. Ich hatte in 2015, 2016, 'ne Leistenoperation, weil ich Leistenbrüche hatte. Mhm. Und die Symptome deckten sich so. Also, das war so vergleichbar und deswegen, bin ich dann immer zu ihm, habe gesagt: „Mensch, ich habe so die ähnlichen Symptome. Habe ich vielleicht wieder 'n Leistenbruch?“ Mhm. Und er sagte: „Ne, also, habe mich da auch mehrfach auf 'n Kopf stellen lassen. Es liegt kein Leistenbruch vor.“ Ich hatte damals 'n Netz reinbekommen. Das ist so nur 'ne kleine Randnotiz. Mhm. 'N Leistenbruch ist ja 'n Eingeweidebruch, ist ja auch was vom Bindegewebe, was nicht richtig hält und da kam 'n Netz rein und es hatte mir Beschwerden verursacht und das musste ich dann wieder rausholen lassen. Habe dann Gott sei Dank 'n Arzt gefunden, der mir das damals nach 8 Monaten wieder ausgebaut hat. Ui, Und, okay. danach war ich komplett beschwerdefrei. Also, mir hat auch damals keiner geglaubt, dass dieses Netz mir irgendwie Probleme bereiten könnte, aber ich habe da nicht aufgegeben und habe dann 'nen Arzt in München gefunden und war dann in 2016, wieder absolut hergestellt. Mhm. Ja, und war dann bis 2021 fit wie 'n Turnschuh und dann fingen ja diese besagten, Symptome, ich sage jetzt mal an, deckend auch so 'n bisschen mit diesen Leistenschmerzen, aber gut, die Ursache war dann natürlich 'ne andere. Und, ja, so wurde ich dann auf 'n Kopf gestellt und man Aber hat es war dann alles einfach gut. Es wurde nichts es war nat gefunden. es Sie wurde sind nichts gesund. gefunden. Ich hätte mir gewünscht, es wäre irgendwas gefunden worden, denke ich mal, haben einige Ja, auch hier, irgendwann ist man an dem Punkt, wo man einfach nur hofft, es genau. wird was gefunden, ja. Richtig, richtig. Und, Mhm. ja, so, war ich auf der Suche bis, sage ich mal, 2023. In diesen 2 Jahren habe ich 'ne Krampfader entwickelt in meiner linken Wade. Habe immer noch gedacht: „Boah, der Kelch ist an mir vorübergegangen.“ Meine Mutter, litt schon immer an Krampfadern. Ich habe ja gedacht: „Oh Gott, hoffentlich bekommst du das nicht mal.“ Und na ja, just, auch alles so mit Anfang 50 fing dann an, auf der linken Wade sich diese schöne Krampfader breit zu machen. Und, ja, die, hatte ich dann, ja, immer mehr und mehr. Man sah sie natürlich klar, sie machte erst mal keine Probleme, bis 2023, ich da ich hatte eine ungünstige Position eingenommen auf so einem Stuhl. Ich drückte die ab und, da bekam ich plötzlich Schmerzen und hatte dann eine oberflächliche Venenthrombose, die, ja, höllisch wehgetan hat. Und, ja, die musste natürlich erst mal mit dem Blutverdünner, den habe ich eingenommen über, 3 Monate, hatte ich diesen mit, also kein, es war nicht ASS, es war ein richtiger, schon stärkerer Blutverdünner, bis ich dann im Dezember 23 dann die habe veröden lassen. Mhm. Ähm, und, das habe ich damals, bei einem Düsseldorfer Arzt gemacht. Und, ja, es war auch eine ganz schnelle Geschichte. Das wurde dann einfach, die Wade ist natürlich wir reden ja hier von Becken und die Wade ist natürlich ein Bereich, wo man an die Venen toll drankommt. Das war auch keine große Sache. Es wurde mit Radiofrequenz reingegangen, verödet und ja, Mhm. damit war die dann verschlossen, Mhm. gell? Und, in dieser Zeit, habe ich natürlich alles recherchiert, was könnte mit mir los sein. Das hat mich ja die ganzen 2 Jahre, ich habe ja immer wieder gelesen und gelesen, was sind meine Unterbauchschmerzen. Und ich bin dann eines Tages, mit meinem Hund spazieren gegangen und, nahm zu dieser Zeit diesen Blutverdünner ein. Und ich blieb auf einmal auf dieser Wiese stehen und habe gedacht: „Mensch, warum geht es dir jetzt im Moment so gut?“ Du nimmst Blutverdünner und ich las natürlich auch schon, über diese Venenproblematik. Also, das Pelvic Congestion Syndrom kam mir schon unter, aber da warst du plötzlich: „Wow, das muss es jetzt sein“, Mhm. weil ich nahm den Blutverdünner und ich hatte keine Beschwerden. Mir ging es so gut. Ich habe gedacht: „Warum bist du jetzt beschwerdefrei?“ Ja, und so habe ich mir dann eigentlich letztendlich meine Diagnose, wie glaube ich auch einige hier, also das ist so, Ja. man merkt so immer das gleiche, oftmals das gleiche Schema,
habe ich mir die Diagnose dann selbst gestellt. Das Ja. ist es. Aber Ja, und weißt du, so da komme ja, ich auch immer wieder drauf, wie toll ist es, dass wir das Internet haben. ja, Dass wir absolut. selber recherchieren Ja, können. Und ich weiß, ja, ne, es wird ja immer so 'n bisschen abfällig gesagt, so: „Ja, man soll seine Symptome nicht googeln", ne? Und ja, Ärzte, wenn die hören, man hat es gegoogelt, ne, die sind dann genau. gleich so: „Oh, so jemand wieder." Ja, Aber, ganz viele von uns haben nur durch Eigeninitiative und Selbstverantwortung ja, letztendlich ihre Diagnose gefunden, ne? ja, ja, das stimmt. Das ist, Ähm, absolut toll, dass man da heute die ja, Möglichkeiten hat. Also, als ich so in dem Alter, sage ich mal, Ende 20 oder ne, Ende 20, 18, 19, ja, ich hatte noch Bücher, gell? ja, Aber das und ist man hat schon halt dem toll Arzt heute, gell? vertraut, ne? Wenn Und der man Arzt hat dem sagt, es Arzt ist vertraut, nix, dann ist genau. nix. Also, Ja, genau, ähm genau. ich habe noch eine Frage, weil du immer Ja, davon sprichst von Unterbauchschmerzen. Das ist ja ja. jetzt so 'n total breiter Begriff. Was kann Mhm, man sich denn da kannst du da mehr ins Detail gehen? Was können sich jetzt die, die zuhören, unter Unterbauchschmerzen mhm, vorstellen? Wie haben die sich bei dir genau geäußert? An welcher Stelle? War es stechend, drückend? War das immer? mhm. Also, es war nicht immer, aber es hat mich schon, es ja, nicht täglich, aber, ich sage mal, zu 70% hatte ich diesen linksseitigen Schmerz, ich sage mal, da, wo der Eierstock ist, ein bisschen Mhm, über der also der Leiste. Leiste? Mhm. Und da hatte ich 'n wahnsinnigen Schmerz. Also, ich musste einmal in die Notaufnahme, weil ich einfach diesen Schmerz nicht mehr aushalten konnte und kein Schmerzmittel hat angeschlagen. Mhm. Also, Auch kein typisch. hier in der Familie hat immer gesagt: „Nimm doch mal eine Mhm. Schmerztablette." Ich sagte: „Ich habe es probiert." Mhm. Es war mir da schon ein Hinweis, warum schlägt diese Schmerztablette in Mhm. keinster Weise an? Also, mir war da schon die ganze Zeit irgendwie ja, es ist irgendwas anderes, sonst würde ja eine Schmerztablette irgendwas mildern, aber es hat es nicht getan und ich war dann auch wirklich also, wie gesagt, der Schmerz war bei mir zu 80% auf der linken Seite in Mhm. diesem Bereich. Heftig, es waren manchmal ja, ich habe es immer so beschrieben, wenn ich beim Arzt war, es ist wie so 'n wie so etwas, was innen drin langsam aufgeht, wächst, 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 'n Druck und dann Mhm. wow, und dann ist dieser Höllenschmerz und der flachte dann aber auch Mhm. wieder am nächsten Tag ab. Und dann Mhm. hatte ich ja auch mal wieder 'ne gute Phase, zwar nicht oft und dann, ja, war das immer so komisch. Ja, dir geht's ja jetzt wieder gut und, ja, so waren meine Schmerzen. Ich hatte Mhm. natürlich auch zu dieser Zeit etwas Flankenschmerzen. Die hatte ich. Ich hatte diesen linksseitigen, Druck, der dann immer manchmal ganz stark wurde und dann wieder abflachte. Und ich hatte diese Missempfindungen in den Beinen. Ich glaube, ich hatte es in beiden Beinen. Ja. Ja, das ist manchmal wie so ein Kribbeln oder auch in der Leiste. Es waren einfach manchmal wie so Kribbeln, wie so ja, genau, Mhm. Missempfindungen. Mhm. Das waren die Dinge, die mich, Mhm. dort begleitet haben. Ja, okay. Ich denke, jetzt kann man sich das besser vorstellen. Genau. Ja, du hast gesagt, du hast dann gegoogelt und hast im Internet festgestellt, Ja, okay, Pelvic Congestion Syndrom, ja. wahrscheinlich auch Myturner-Syndrom. Nein, Okay. also, das habe ich irgendwie entweder habe ich's, ich will nicht sagen überlesen, also, das ging alles relativ schnell bei mir. Ich hatte von diesem Pelvic Congestion Syndrom gelesen, bekam dann diese, Venenthrombose, habe mich natürlich damit erst mal befasst. Ich musste gucken, wo lasse ich sie veröden und, muss ehrlich sagen, habe mich wenig mit diesen Kompressionen beschäftigt. Also, Mhm. ich wusste vor meiner Embolisation wirklich nichts von May-Turner oder Nussknacker. Also, Mhm. in die Tiefe bin ich nicht rein. Ist Ich ja wusste, aber auch okay, oft, ne, weil der ja, Zusammenhang gar nicht bekannt ist, ne? genau, Das ist also ja auch unter Ärzten ist halt dieser Zusammenhang gar nicht so bekannt, genau, ne? richtig. Ja. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch alles ganz Mhm. neu, also, da hatte ich noch keine Berührung mit. Ich wusste, es gibt diese Krampfadern im Bauch und, hatte das gelesen, hatte dann diese Erleuchtung und,
bin dann natürlich ich war ja jetzt dann bei einem Gefäßarzt in Behandlung, habe den natürlich angesprochen, während ich da auf dem OP-Tisch lag und habe gesagt: „Mensch, ich habe da diese Unterbauchschmerzen." Und da sagt er: „Ja, ich habe hier tatsächlich auch schon mehrere Frauen gehabt." Mhm. Also, dem war das ein Begriff. Bei welchem Ähm Arzt warst du? Ich war bei dem Dr. Kusenack in Düsseldorf. Mhm. Okay. Genau. War ich ganz toller Arzt, also wirklich Top-Betreuung und ich fand ihn so nett und, er hat sich da auch gekümmert und er sagte: „Okay, wollen wir denn mal 'n MRT machen? Ich habe hier einen guten Kollegen in Düsseldorf." Ja, habe ich gesagt: „Können wir gerne mal machen." Habe dann das MRT fahren lassen ohne Kontrast und da sah man aber schon den Hinweis, da ist was vorhanden. Mhm. Genau. Mhm. Ja, und ich habe dann die Vene verschließen lassen bei ihm und er sagte dann, ja, ich, kann Ihnen auch einen sehr guten Arzt empfehlen für diese Krampfadern im Becken. Und da habe ich gedacht: „Mensch, was Besseres kann mir ja gar nicht passieren. Ich muss mich jetzt nicht hinsetzen." Und der Arzt, ist auch hier in meiner Nähe, nicht so ganz weit weg und habe dann auch gar nicht mehr weiter gegoogelt und habe mir dann im Januar, den Termin gemacht, genau, in dem Beckenvenenzentrum in Arnsberg. Mhm. Richtig, das ist bei mir in der Nähe und war auch voller Euphorie und, ich war dann auch dort gleich nach meiner, Wadengeschichte und ja, der Ultraschall ging sehr schnell. Ja, Ihre Eierstockvene ist hinüber. Da habe ich gedacht: „Gott sei Dank, herrlich, ich bin da raus." Also, wie die Erleuchtung auf meinem Acker hier, auf meiner Wiese, wo ich hingucke. Endlich habe ich endlich, das ist es, gell? Und Ja, ja, ich schicke sie wieder in ihr Leben zurück und das war für mich natürlich können, glaube ich, auch viele nachvollziehen. Also, toll einfach ja, und ja. ja, Hoffnung, und ne? so Hoffnung hat man Hoffnung, da dann, ja. Hoffnung. Er fragte noch, wollen wir nur eine Diagnostik machen oder 2 in einem? Ach, soll ich gleich 2 in einem? Ich will ins Leben zurück. Mhm. Und war da auch relativ unvoreingenommen und auch sehr ja, gar nicht groß überlegt. Und dann haben wir das im Februar so bin ich dann zu dieser Embolisation, gekommen und im Februar, letzten Jahres wurde dann die Eierstockvene links embolisiert. Mhm. Genau. Also, das Genau. heißt, es wurde 'n IBUS gemacht. Vielleicht magst du kurz erklären, für die Leute, die nicht ganz so wissen, wie wird denn also, nur kurz, ne? Also, musst Ja. jetzt nicht so ins Mhm. Detail gehen. Wie findet so 'ne Embolisation statt, ne? Ist es stationär? Muss man da irgendwie über Nacht bleiben oder so? Ja. Ich bin 'n Tag vorher angereist, da wurde ich dann, ja, ich sage mal, aufgeklärt etwas. Ich bin nicht so aufgeklärt worden. Ich wusste, es kommt, 'n Coil rein. Ich bin damals nur von einem Coil ausgegangen. Was ist denn ein Äh, Coil? ein Coil ist ja eine Metallspirale quasi, die dann in diese Eierstocksvene, quasi rein platziert wird. Es wird dann 'ne Öffnung gemacht in der rechten Leiste, quasi ein Katheter, ein kleines Schläuchelchen, und da wird ja 'ne Kamera vorne, dann quasi, dort eingeführt und dann geht's dann rum und dann, wird dann alles gefilmt und dann wird dann, dachte ich, ein Coil kommt da rein. Ich hatte mich gegen diesen Coil schon gewehrt. Alles, was in den Körper reinkommt, wollte ich ja nicht. Ich Mhm. hatte ja schon die Vorgeschichte mit dem So Netz, deswegen Fremdkörper, ne? Ja. habe ich Mhm. sie ja erzählt. Na ja, gut, aber was gab's für 'ne andere Wahl? Ich habe mehrfach gefragt. Nein, Coil, absolut ist das, was reinkommt. Das heißt, die Vene wird verschlossen. Sie wird dann dort quasi gestoppt, es embolisiert und, sie wird sozusagen, stillgelegt und, kann dann somit, nicht mehr diesen Druck nach unten ausüben, weil es ist ja einfach 'n Stauungsschmerz, den man hat durch diese erweiterte, Ovarialvene, ja, wird sie einfach verschlossen und, das Blut sucht sich dann 'n anderen Weg, gell? Also, Und dieses dann ist man schmerzfrei. dann ist man schmerzfrei und laut dem Arzt ich glaube, ich hatte das Mittwoch, Donnerstag machen lassen. Ich war,
2 Nächte im Krankenhaus. Ist man dann am Montag können Sie wieder 'n Handstand machen. Na ja, habe ich gedacht, das hört sich ja alles super an. Ich kann am Montag wieder 'n Handstand machen und hatte vorher wo ich ja wach war, ich habe ja alles auf dem Bildschirm zum Teil mitverfolgt. Man ist ja ansprechbar. Ich hatte auch keine Sedierung. Das heißt, der Arzt kann ja mit einem dann auch kommunizieren und kann sagen: „Hier bin ich jetzt und das ist es.“ Das hat er ja auch getan. Er ist Mhm. erst auf die rechte Seite, sieht alles gut aus. Linke Seite, wow, da haben wir ja so 'n richtig schönen Befund und die springt uns ja hier alle an. Also setzen wir mal den Keul ein oder setzen wir was ein oder er hat eigentlich gar nichts, gesagt. Ich mache mal und ja, und so bin ich dann wieder aufs Zimmer und bin dann am nächsten Tag nach Hause. Mhm. Genau. Ja, ich bin nach Hause. An dem Tag war noch alles gut und am nächsten Tag setzten schon also furchtbare Schmerzen ein. Und, ich habe dann auf meinem Sofa gesessen und, habe gedacht: „Ach herrje, wenn das jetzt so weitergeht“, aber gut, es war ja nun mal erst Tag eins. Aber das Erste, was ich hier meiner Familie sagte: „Ge geht das wieder raus, dieses Metall, wenn das mir Sorgen bereitet?“ Weil es war 'n Schmerz, der war ganz furchtbar für mich. Schon am ersten Tag habe ich gedacht: „Oh Gott, da hast du jetzt was drin. Hoffentlich macht das seinen Job“, aber Mhm. irgendwie hatte ich schon so Schmerz, ja, und dieser Schmerz hielt auch wahnsinnig lange an. Also, über, na ja, 'n ganz langen, langen Mhm. Zeitraum. Ich Und habe war das dann den Ar ganz kurz, ja, sorry, wenn ich dich ja. unterbreche, aber Mhm. hat, ähm Dr. Lichtenberg hat dich operiert, ne? Dr. Lichtenberg, genau. Hatte er dir irgendwie gesagt nach der OP, was weiß ich: „Tut's noch 1, 2 Wochen weh“ oder irgendwie so was in die Nein, Richtung? nein, nein. Also, die Aufklärung war sehr, wortkarg. Ich musste im Krankenhaus bekam ich eigentlich gar keine Informationen. Es wurde Okay. etwas gemacht, es wurde Mhm. etwas verschlossen und ich kann den Handstand wieder machen. Also, so bin ich aus dem Krankenhaus raus. Der Also, Handstand. Okay. ja, ich kann den Handstand machen und so bin ich dann auch, dort raus, guter Dinge. Aber, ja, da war nichts mit Handstand, da war irgendwie, Schmerzen und, ich, rief ihn dann auch noch mal an und er sagte: „Ja, gut, braucht ja alles seine Zeit, war ja auch 'ne dicke Vene.“ Ich weiß gar nicht, was ich da für 'n Durchmesser hatte. „Braucht ja“, oh, denke ich: „Okay, muss man ja bisschen auch Aufklärung hätte ich mir mehr gewünscht.“ Das war Mhm. sehr wenig alles. Ich bin 'n Mensch, der braucht Aufklärung. Ich glaube, die brauchen wir alle, um auch mit den Dingen besser umgehen zu können. Und das hat mir komplett gefehlt und, ich bekam dann den Bericht ungefähr 3 4 Wochen später und las dann erstmalig, dass ich 'n Plug reingesetzt bekommen hatte. Also, ich war immer von einem kleinen Coil, von einer kleinen Spirale ausgegangen und da las ich erstmalig Plug. Da habe ich gedacht: „Hm, was ist ein Plug? Wieso hat mir denn niemand erzählt, dass ich einen Plug in die Vene bekommen habe?“ Also, sprich Dr. Lichtenberg. Also, er konnte mit mir ja kommunizieren. Es wäre ganz schön gewesen, das einmal zu erfahren. Und so, habe ich ihn dann noch mal angerufen. Es war immer schwierig, da auch, ihn gleich als beschäftigter Arzt, immer gleich ans Telefon zu bekommen. Er sagte: „Ja, es wäre eine sehr dicke Vene gewesen und diese Coils, die ja doch sehr filigran sind, die man ja eher als so eine Kette in die Vene reinbringt, hätten das Ganze nicht richtig verschließen können, weil sie halt so breit war. Mhm. Und deswegen hätte er sich entschieden für 'n Plug. Und da habe ich gesagt: „Das ist ja schön zu hören“, so. Also, Mhm. habe dann aber noch gedacht: „Wow, 'n Plug, da hast du nur ein Teil. Coils nimmt man ja wirklich sonst mehrere.“ Also, man kann sich das ja vorstellen wie eine Kette, die entweder in die linke oder rechte Ovarialvene eingebracht werden. Und viele Frauen haben ja 4 5 so hintereinander gelegt. Da habe ich noch gedacht: „Na ja, hast ja nur eins, ist zwar größer, aber na ja, bist ja, also, das fand ich erst mal für mich, nicht so schön, dass ich da keine richtige Aufklärung hatte, was ich überhaupt jetzt dann letztendlich im Körper habe, Mhm. ja? Man unterscheidet zwischen Coils, Plaques und, ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt dann erst so 3 4 Wochen später, als der Bericht nach Hause einflatterte. Und haben sich denn mit der Zeit deine Beschwerden verbessert? Nein, überhaupt gar nicht. Also, da tat sich null, nichts.
Ich habe dann natürlich abgewartet. Klar, ich, habe, abgewartet und habe gehofft, dass sich das Ganze irgendwo entspannt, aber im Gegenteil, entspannt hat sich, bei mir gar nichts. Im Mhm. Gegenteil, ich hatte ein wahnsinniges Fremdkörpergefühl in dem Bereich, und ich habe dann auch, in die Selbsthilfegruppe bei Facebook, da habe ich dann erstmalig reingeschrieben, und, ja, und danach wurden mir auch erst die Kompressionssyndrome richtig klar. Also, das hat Dr. Lichtenberg mir nicht in keinster Weise erklärt, dass es das noch gibt und dieses gibt. Also, ich war mit so viel neuen Dingen überfordert. Ich hatte A 'n Plaque drin, der zusätzlich noch Schmerzen verursachte, neben den Grundschmerzen, wo sich also gar nichts tat bei mir, im Gegenteil. Ja, ich, habe mich dann in diese Selbsthilfegruppe in die deutsche eingeloggt, und, da ploppte dann auf: „Oh mein Gott, hoffentlich ist nicht irgendwas übersehen worden bei der ganzen Geschichte." Ich denn: „Ja, um Himmels Willen, was? Was denn?" Und so bin ich sukzessive immer mehr auch auf die Kompressionssyndrome gestoßen und kriegte natürlich wahnsinnige Panik. Ich habe den Dr. Lichtenberg dann ein drittes Mal angerufen und ihn drauf angesprochen, weil da wurde, ja, bei mir gar nichts erwähnt. Und dann sagte er nur: „Ja, es war ein bisschen eng in der Nierenvene." Ja, habe ich gesagt: „Okay, ein bisschen eng." Das war für mich dann auch so keine Aussage, ja. Und so hing ich dann plötzlich, in diesem Schlamassel. Hast du jetzt eine Kompression? Wurde die vielleicht übersehen? Die Enttäuschung, ich wurde nicht richtig aufgeklärt, abgesehen davon von den Schmerzen, die, exorbitant in die Höhe gingen, Mhm. weil ich diesen wahnsinnigen Fremdkörpergefühl, das hat mich von Anfang an, nicht getäuscht, mein Gefühl, und, ja, hat mich die ganze Zeit begleitet, dass dass da irgendetwas auch nicht stimmt und nicht richtig gemacht worden ist. Du hast jetzt am Anfang gesagt gehabt, dass du ja diese Unterbauchschmerzen hattest, ne? Ja, Jetzt mhm, sagst du ja, du hattest dieses starke Fremdkörpergefühl. Frage, genau. waren die Unterbauchschmerzen weg oder waren die immer noch Nein. da? Das kannst du dir vorstellen, ein Mix. Also, ich konnte gar nicht, deuten, das wechselte sich ständig ab. Ich hatte diesen Druck und hatte innen drin noch mal einen tiefen Schmerz. Also, das Mhm. war ein Mix aus Schmerz, aus ursprünglichem Schmerz, der in den Rücken zog, das hatte ich ja noch, und, die Beine, waren nach der Embolisation erst mal schlimmer, diese Nervenschmerzen, und dann dieser linke Bereich, Ja, der, also, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber ich fühlte innen drin war was Neues dazugekommen, und das ja. war immer so 'n Wechsel. Es hörte mal 2, 3 Tage auf, und dann fing es wieder an, und ich habe immer hier auch in der Familie gesagt: „Dieses Teil, es macht zusätzlich Beschwerden." Also, ich habe das gespürt. Also, ich hatte hier 'n Level von, ich weiß nicht, Level von 1, 10. 1 ist gut und 10 ist schlecht. Ich hatte ganz viel die 10. Ich war da sehr, sehr deprimiert in der Zeit, und, habe gemerkt: „Oh Gott, es ist überhaupt nichts, passiert an Linderung. Im Gegenteil, es ist noch was dazugekommen." Und, ja, so hing ich dann da und, habe dann erst mal alle Diagnostiken, um meine Kompressionssyndrome abchecken zu lassen in Deutschland. Alles, was ich in Deutschland bekam, habe ich dann auch gemacht. Mhm. Das heißt, ich bin auch zu Professor Scholbach oder Schollbach. Ich bin nach Aachen gefahren. Ich bin, sogar nach London geflogen in die Whiteley Klinik, die ja also, ja, ich habe, mich dann auch in der Zeit, muss ich sagen, schnell in die internationalen Selbsthilfegruppen Ja, eingeloggt. Das, die habe sind ich da viel vergessen weiter jetzt. als wir hier in Die Deutschland. sind einfach viel weiter, Ja. und, muss sagen, da habe ich, auch sehr viel Informationen bekommen Mhm. und bin dann auch somit, ins Ausland geflogen. Also, wie gesagt, ich bin nach London, ich bin dann erst mal Deutschland, weit, habe ich alles getan, um erst mal herauszufinden, habe ich jetzt, 'ne Kompression oder habe ich keine, gell? Mhm. Und Und so war wurde dann, denn jetzt ja, bei dir 'ne Kompression nein, Gefäßkompression nein, festgestellt?
Nein, es wurde keine, Ah. festgestellt. Ich bin nach London geflogen, da hat man, festgestellt, ich habe noch weiterhin, dicke oder ja, präsente Venen, die noch weiterhin verschlossen werden mussten. London hat gleich gesagt, der Plak ist ein kurzes Stück und, ja, einfach ist da zu wenig verschlossen worden. Es muss mehr verschlossen werden. Und kein Nussknacker und auch kein, May-Turner. Aachen hat auch gesagt, ich muss wieder embolisieren. Es Mhm. könnte, eventuell ich habe dann 'nen CT fahren lassen, wo man aber auch keinen Nussknacker gesehen hat, eventuell einen milden May-Turner, aber nicht bedürftig, auch wieder eine Embolisation. Professor Schollbach hat, 'n Nussknacker-Phänomen festgestellt. Ähm, auch ja, das, was wir auch alle hier, denke ich mal, oder viele, die bei ihm waren, die ausgeprägte Lordose. ASS hat er mir verschrieben, aber ich bin jetzt auch nicht da raus mit einem Nussknacker oder mit einem May-Turner-Syndrom. Also, er hat da ganz, gesagt: „Ich brauche nichts mehr." So bin ich damals raus. Ich soll das ganz konservativ versuchen. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht, hat aber nichts gebracht und, Aber ist interessant, weil es wird ja Schollbach, gerne mal von, Leuten unterstellt, dass er jedem Gefäßkompressionssyndrome ja, diagnostiziert. Deswegen ist es auch ja. interessant, dass du sagst: „Na ja, bei mir hat er eigentlich gesagt, Ne, da ist zwar Nussknacker, genau, aber scheinbar nicht so in der richtig. Stärke, dass er sagen würde, dass das solche Probleme macht", ne? Also Richtig. Also, er hat schon 'ne Kompression der Nierenvene, auch mhm, im Befund. Ich habe mir den heute noch mal durchgelesen mit 'ner verstärkten Lordose. Ich soll mhm. da halt Aber Rückenübungen machen. Beckenvene gar nix? Nein, Ah, okay. nein. Mhm, Nein, hat er auch, nichts irgendwie gesagt: „Oh, da springt mich jetzt was an. Das müssen Sie mhm. noch mal nachgucken." So bin ich da auch raus. Na ja, gut, okay, nimmst du jetzt 3 Monate dann auch dein Aspirin brav und machst deine Übungen Ja gut, das und, hilft ja den wenigsten. hat mir dann Was auch denn? nicht geholfen, ja. Ja. Und, so war ich halt bei allen namhaften Ärzten. Ich war sogar bei Professor Sandmann, da bin ich auch hin, den habe ich auch Mhm. kennengelernt in meiner Laufbahn. Der hat mich aber gar nicht untersucht. Das war gleich so der erste oder der zweite. Ich muss überlegen. Ja, das Ein macht netter der, so viel ich weiß. Ich war ja selber nicht bei ihm, aber ja, ich höre das immer wieder, dass er eigentlich nur operiert. Also, er genau, verlässt sich auf die Aussage, und die richtig. Untersuchung von Schollbach. Mhm. Da hat er mich dann auch hinverwiesen. Er hat auch schon Mhm. sofort angerufen, hat den Kontakt hergestellt, Mhm. aber untersucht hat er mich nicht. Und, der Ivus, den ich mitbekommen hatte auf der CD, war auch nicht aufschlussreich von Arnsberg. Also, Mhm. der war nicht vollständig, man konnte ihn nicht richtig beurteilen. Mhm. Genau, und so war dann quasi 2024 das Jahr meiner Diagnostikreise. Immer wieder den Blick in die USA, weil ich ja eigentlich meine Schmerzen nicht losgeworden bin. On top noch, dieser, ich sage ihn mal Plaque-Schmerz, habe ich ihn genannt, und bin dann dort in diese Embolization Group reingekommen und bin dann dort auf einen Arzt gestoßen, in Amerika, der sich dort federführend den Frauen angenommen hat, die einfach Probleme aufgrund von Allergien, ähm, diese Metallteile wieder rauszuholen. Und, er hat dann da das Problem erkannt, dass die Frauen einfach, keinen Ansprechpartner hatten, und er ist von Haus aus 'n Urologe und, ja, hat da wirklich, also, alle Frauen, die bei ihm waren, haben gesagt, das war für mich lebensverändernd. Die Dinger kamen raus und ich hatte danach wirklich eine Schmerzlinderung, oder viele wirklich auch, sind die Beschwerden losgeworden. Es waren Mhm. natürlich auch viel allergische Symptome, wie, Juckreiz, wie, Brain Fog, wie, ja, diese Dinge, die hatte ich natürlich jetzt nicht. Ich hatte keine Allergiesymptome. Die konnte ich eigentlich so nicht widerspiegeln, aber es gab natürlich auch Frauen, die Nervenschmerzen auch beschrieben hatten, und das hatte ich auch. Also, wenn dieser Plaqueschmerz auftrat, habe ich gemerkt, der schießt dir direkt von dort links unten in dein linkes Bein hinein. Also, ich habe da immer eine Verbindung gesehen. Ich habe immer gedacht,
der sitzt nicht richtig. Mhm. Der sitzt an 'ner Stelle, die mein Körper nicht mag. Das Ja, heißt, ich weiß ja jetzt quasi schon, dass du das hast machen lassen. ja, Du bist dann in die USA gereist. Wie genau. heißt der Arzt? Wo war das Ja. dann? Das ist der Dr. Robert Stein in der Cleveland Clinic in Ohio. Ich bin Mhm, dann im Dezember letzten Jahres rübergeflogen. Natürlich muss man fliegen, um mit ihm zu sprechen. Er macht jetzt keine Videotalks hier. Das heißt, ich mhm. habe mich in den Flieger gesetzt und bin im Dezember 24 rüber zu ihm. Und, ja, er hat gesagt, okay, er hat zwar etliche Male gefragt: „Mensch, gibt es denn keinen in Deutschland, der das rausholt? Das ist doch eigentlich ein Klacks. Das ist eine laparoskopische Mhm. OP.“ Und ich habe gesagt: Nein, und ich werde auch keinen finden, weil ich muss ja dem Arzt erst mal erklären, was ich habe. Und das war ja für mich so schwer, hier jemanden zu finden, der mir das rausholt. Und ich wollte auch jemanden haben, der Erfahrung damit hat. Ja, aber hätte Doktor Und Lichtenberg das nicht rausholen können? ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gefragt, ob er Okay. etwas, eingesetzt hat, und ich sage dann: „Sie haben was eingesetzt, ich will das wieder Ja, wäre raushaben.“ jetzt für mich halt logisch gewesen, dass ich Äh, halt mich an den ja, Chirurgen wieder wende und sage: „Hey, ich nein. will das Ding wieder raushaben“, ne? Ne, Okay. das habe ich ich Mhm. muss ehrlich sagen, durch ich bin dann so 'n bisschen ich gehe dann da auch nicht mehr hin. Also, ich war enttäuscht, Mhm. und habe ihn dann auch nicht mehr aufgesucht. Mhm. Das Okay. habe ich nicht getan. Und ja, so bin ich dann in die USA gereist und war dort im Dezember, und er hat dann gesagt: „Ja, hier haben Sie den OP-Termin. Ich hole Ihnen das Ding raus. Kein Thema.“ Mhm. Genau. Und das habe ich dann auch, jetzt muss ich überlegen, wir sind in 2025, habe ich dann auch dieses Jahr machen lassen. Und es war eine ganz kleine Operation, das war 3 kleine Schnitte. Und, ja, ich habe in den USA schon gemerkt, als ich paar Tage dort war, dieser Höllenplackschmerz ist weg. Also, es war wie, ja, eine Erleichterung. Und ich finde, ich möchte auch immer alle ermutigen, auf seinen eigenen Instinkt zu hören. Ich habe da die ganze Zeit immer dran festgehalten, und ich habe hier auch in Aachen gefragt oder, ähm, äh, egal, wen ich vor mir hatte: „Kann das Teil wehtun?“ Unwahrscheinlich. Da gibt's auch 'n bestimmten Ausdruck, das ist so, verbaut in Gewebe nachher, es kann nicht wehtun. Aber es war bei mir definitiv in den USA schon, dass ich gemerkt habe: „Wow, das war es.“ Und so bin ich dann wieder nach Hause geflogen und habe meinem Körper erst mal Zeit gegeben, und ich wurde zunehmend besser. Also, ich hatte diesen Level nicht mehr, den habe ich reduziert, ja, weit um die Hälfte. Also, ich bin wieder ins Leben gekommen. Mhm. Ich habe wieder Spaß gehabt, Sachen zu machen, und, ja, natürlich waren noch Grundschmerzen da. Das wusste ich aber, als ich in die USA bin, dass da noch was ist. Also, für mich war irgendwie klar, die Embolisation ist nicht richtig passiert. Die ist nicht vollständig, gelaufen. Aber ich habe den Step erst mal, getan, um mich von diesem wahnsinnigen Schmerz zu befreien, Ja, um dann wieder Energie zu haben für 'n Neustart. für weitere Schritte, weil Ja, man braucht einfach Energie. Das weiß, ja. glaube ich, auch jeder. Man ist an Punkten, wo man nicht mehr kann. Und ich wollte mir einfach, Ruhe gönnen, um wieder fokussiert zu überlegen: „Okay, das Ding ist draußen. Mhm. Jetzt hast du zwar noch was, aber, du kannst entspannter damit umgehen. Du bist nicht mehr so unter Druck.“ Mhm. Und das ist auch alles Was ich mich eingetreten. jetzt halt frage, Ja, also, so wie ich das so gelesen habe, ist ja das bei 'nem Coil oder 'nem Plug, dass sich das ja eigentlich auch verwächst in der Eierstockvene, oder nicht? Weil also, du hast es ja jetzt einige Monate gehabt. Konnte man das einfach so ja, rauspopeln? ja, So ja. jetzt mal blöd gefragt. Also, Oder war das ja. irgendwie verwachsen? Musste man das rausschneiden? Was ist mit der Eierstockvene? Hat die 'n Loch oder also, wie kann man sich das Ja, weißt du, was ich meine? ähm, also, der Plug ist dort. Der ist dort, in einer stillgelegten Vene, die ich kann es mir innen drin auch nicht ganz wirklich vorstellen. Ähm, Er hat es
relativ schnell in der halben Stunde rausgenommen. Und ja, jetzt ist halt die spannende Frage, ähm, nach Recherchen saß dieser Plug in einem Ast von der Eierstockvene. Die Eierstockvene hat wohl mehrere Äste und mein Plug saß jetzt nach heutiger Erkenntnis, wenn man sich 'n Baum vorstellt, an einer Stelle, wo er hätte niemals hinplatziert werden Okay. dürfen. Also, wenn ich 'n Baum oder 'ne Pflanze umbringen will, dann tue ich ja gleich unten irgendwas an der Wurzel. Also, das heißt, ich setze den Plug ja, irgendwo unten hin, damit oben das Geflecht, sage ich mal, abstirbt. Und bei mir war er an einer Stelle, die absolut, ja, man hat sich gefragt, warum ist er dahin vielleicht gewandert, aber das Mhm. ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Also, er sitzt oder saß bei mir an einer Stelle, wo er auch gar nicht seinen Job machen konnte. Also, er hat seinen Job nicht ausführen können, indem er mich befreit hat von meinem Pelvic Congestion Syndrom. Und er saß natürlich noch irgendwo, wo er mich, geärgert hat. Mhm. Und um da auf deine Frage, das rauszubekommen, bei mir war es jetzt sehr einfach. Ich hatte nur einen Plug. Die Frauen, die jetzt mehrere Coils im Körper haben, sprich links und rechts, da muss dann erst eine Röntgenaufnahme gemacht werden. Der Arzt muss sich erst mal 'n Bild verschaffen. Wie viele habe ich drin? Wie viele muss ich auch nachher auf meinem OP-Tisch draußen haben? Manche können auch nicht rausgeholt werden, die sitzen dann sehr blöd. Und, was jetzt letztendlich noch und da bin ich noch dabei, was die Eierstockvene jetzt noch an Funktion hat, da bin ich noch in der Diagnostik. Ich bin also noch nicht auf meiner Reise ganz fertig. Das heißt, ich Mhm. muss jetzt schauen, ist jetzt, nur dieser Ast stillgelegt? Lässt sie noch was durch? Und was übernimmt sie noch an Aufgaben? Das ist jetzt noch im Moment meine Hausaufgabe rauszufinden. Für mich ist jetzt die Frage, also, ich würde jetzt denken von dem, was du erzählt hast, na ja, du hast nicht wirklich irgendwie 'ne Gefäßkompressionssyndrom, wo man sagt, das hat jetzt so doll Einfluss jetzt, Mhm. auf den Blutfluss in deinem Körper. Jetzt könnte man sagen, weil das bei dir auch in den Wechseljahren angefangen hat, vielleicht sind wirklich die Venenklappen in der Eierstockvene, nicht Ja, mehr so funktionstüchtig gewesen, sodass man natürlich dann 'ne Embolisation eigentlich das Naheliegendste ist. genau, Und richtig. letztendlich ist im Prinzip die Embolisation, die du bekommen hast, schiefgelaufen, was Ja. für mich jetzt heißen würde, dann macht man's halt noch mal, aber richtig. Ja, genau. Da denkst du richtig. Das, war auch so die ganze Zeit meine Denkweise. Die ist, nicht vollständig ausgeführt, nicht richtig. Das Einzigste, was bei mir noch im Raum steht, ist eventuell der May-Turner, weil ich nach der Embolisation, noch so ein bisschen Probleme bekommen habe mit meinem rechten Bein. Das ist das einzigste Symptom, was ich nie vor der Embolisation hatte. Das Mhm, ist danach gekommen. Also, da muss jetzt halt noch mal geschaut werden. Ansonsten bin ich der klassische Pelvic Congestion Syndrom Mensch, mhm, eventuell der May-Turner, der steht noch etwas im Raum. Wie gesagt, ich bin noch in der Phase mhm, der Diagnostik und, da müssen wir jetzt einfach noch mal schauen, was macht der May-Turner, gell? Weil mhm, dieses Bein im Liegen, ich habe das nur im Liegen, merke ich, da ist irgendwas. Aber das muss man halt jetzt noch mal mhm. schauen. Ich bin ja noch nicht fertig auf meiner auf Ja. meiner Reise. Ja, es ist Genau. interessant, weil du sagst, es ist das rechte Bein, was Probleme Ja, macht und oft ja, wird ja gesagt, grade bei Mike Turner, ist es eigentlich vorwiegend das linke Bein, was Probleme genau. macht. Ähm, ja, ist jetzt natürlich Ja, interessant, weil ja auch Schollbach gesagt hat: „Du hast keinen Mike Turner." Wo ich jetzt halt auch am Überlegen bin: Okay, wo liegt bei dir die Problematik? Ist vielleicht ja. doch die Eierstockvene doch so, hm also, kann es sein, dass die jetzt irgendwo noch verschlossen ist? Eigentlich ja nicht, wenn der Plug draußen ist, oder?
Ja, das sagte ich ja. Sie ist zum Teil verschlossen, also ein Ast ist zu und, es ist aber so, dass wahrscheinlich sie Mhm. noch Blut Mhm. durchlässt, gell, weil Oder ob sich einfach jetzt da irgendwelche Umgehungskreisläufe eher nach rechts rüber, weshalb du dann vielleicht ja, Rechtsprobleme hast? ja, ja. Obwohl ich glaube, so 'ne klassische Schablone, kann man wahrscheinlich nie irgendwie auf was legen. Also, ich bin ja jetzt, muss ich sagen, viel in der amerikanischen Gruppe unterwegs und Ja. da berichten auch Frauen auch von rechten Ja, Symptomen. ja, das kommt Ähm, natürlich immer wieder vor. genau, Jetzt haben wir ja jetzt weiß ich ja von dir, wir haben ja kurz gequatscht gehabt, dass du auch in Kontakt mit Kim Curtis bist. genau, Das richtig. ist grade in den USA, sozusagen vor 'n paar Jahren der Chirurg gewesen, Ja, der ja sehr viele mit Gefäßkompressionssyndrom operiert hat, sehr viel Wissen hat, der dann mhm, aber, aus nicht bekannten Gründen nicht mehr operiert hat und jetzt beratend tätig ist. Der hat auch 'ne mhm, Facebook-Seite, wo er wirklich sehr viel, an Informationen teilt, mit Patienten, und ist da ja sehr offen. Und du hast mir jetzt gesagt, dass du ihn kontaktiert hast. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ja, genau. was hast du denn mit ihm besprochen und was sagt er zu deiner, Situation und bisherigen Mhm, Diagnose? ja. Ja, da ich ja von Anfang an, mich, mehr so ein bisschen im Ausland, bewegt habe, sprich in den USA, bin ich dann auf ihn gestoßen und wie du ja sagst, er war mal, 'n bisschen weg vom also, er hatte sich mal zurückgezogen und dann waren alle dort sehr traurig. Jetzt ist er wieder erschienen und, ich habe dann auch gleich, sage ich mal, die Initiative ergriffen und habe ihm dann meine ganzen Unterlagen alle rübergeschickt. Man muss natürlich alles ins Englische übersetzen. Das ist dann auch immer noch mal 'ne doppelte Geschichte. Also, aber gut, ich habe ihm Ja, ach, alles rübergeschickt. ChatGPT regelt. Das geht Ja, schnell mittlerweile. ChatGPT, genau, genau. Habe dann natürlich, alles, rübergeschickt. Der hat auch alles ausgewertet und wir hatten jetzt vor 4 Wochen eine dreistündige Videokonferenz, ja, war ganz toll. Er hat dann erst mal alles sich angehört von mir und also, er wollte alles wissen. Er wollte wirklich alles wissen. Mein Essverhalten, alles, Mhm. was, über mich da zu bereden gibt. Und ja, und dann kam natürlich sein, Report dann wieder zurück. Und er ist auch der Meinung, der Nussknacker spielt auf jeden Fall keine Rolle bei mir. Ich Okay. habe noch eine Kompression hier oben, ich weiß aber gar nicht, wie sie heißt. Da hat man mit dem Essen Probleme, ganz interessant, die hat er gefunden. Ähm, Aber, Dun ähm, also Dunbar es oder ist Wilkie? Ne, ich glaube, dass ich habe gar nicht muss ich ehrlich sagen, ich muss mal schauen in dem Bericht, welches von beiden, aber wir haben ja alle irgendwo Engstellen und müssen ja nicht zwangsläufig Symptome haben, Ne, gell? genau, Das, ja. war dann für mich auch liest du gar nicht mehr, aber er ist da schon sehr sorgfältig und, hat da auch 'n ganz langen Bericht mir zugeschickt und ich kann ihn jederzeit fragen. Er Mhm. begleitet mich jetzt ab heute oder jetzt ab 4 Wochen oder vor 4 Wochen, wo wir miteinander, uns, per Video ausgetauscht haben. Er meint auch also, was jetzt erstmal für mich federführend wichtig ist, ist der IVUS, dieser intravaskuläre Ultraschall, den ich ja eigentlich schon als machen lassen wollte. Das ist nun mal der Goldstandard. Ich Aber habe das den wurde aber ja gemacht bei der Embolisation, oder das nicht? wurde genau bei der Genau. Embolisation ja gemacht, der Goldstandard, aber na ja, es ist halt so, wie es ist bei mir. Ich, ja, Also bin da müsste man ja Entschuldigung, ja, müsste man jetzt einfach noch mal quasi genau. reinschauen mit der Kamera, Ja, wie sieht's denn jetzt aus? richtig. Das, Ok habe ich jetzt noch vor mir. Noch mal jetzt eine ganz neue Bewertung, einen IVUS, zu machen mit der ganz neuen Darstellung der linken Eierstockvene. Was ist jetzt letztendlich noch funktionstüchtig? Was läuft da noch für 'n Blut drüber? Auch noch mal der Check-up der Nierenvene und des May-Turners. Mhm. Das wusste ich aber, dass das einfach auch bei mir noch mal ansteht. Das wusste ich eigentlich auch schon, als ich in den USA war. Also, ich wusste, ich brauche noch mal 'ne neue Bestandsaufnahme, aber dann
bitte von einem Arzt, zu dem ich wirklich hundertprozentiges Vertrauen habe, weil ich, bin natürlich durch meine Leisten-OP, Netz rein, Netz raus, Plak-OP, Plak rein, Plak raus. Also, ich habe das Ganze zweimal erlebt und ich möchte jetzt bitte ein drittes Mal etwas machen, wo ich wirklich ein gutes Gefühl habe. A, ich muss es plausibel verstehen und B, bitte mit einem Arzt, den ich d wo wir den wir dass wir uns beide mögen, dass ich ein gutes Gefühl habe und nicht mehr das Gefühl, es geht alles zack, zack, zack und, ja, und das, steht jetzt bei mir an und das ist so Mhm. einfach, weshalb ich so lange auch warte auf den nächsten Schritt. Den bereite ich jetzt so vor für mich, dass ich ihn einfach nicht besser vorbereiten kann für mich selber. Ja, also es ist ja auch wirklich so, dass du natürlich jetzt sehr belesen bist, ne? Du hast dich ja Ja, jetzt wirklich, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und, begegnest ja einem neuen Arzt auch entsprechend ganz anders, ne? genau, Und, richtig. also das kenne ich ja von mir selber auch. Ähm, damals wusste ich halt auch nix, ne, und habe dann Nö, halt gedacht: „Na ja, das, was der ja, Arzt mir sagt, das glaube ich.“ Und ich hatte genau. ja zum Beispiel mal also, bei mir wurden ja Gefäßkompressionssyndrome, festgestellt. Also, meine Nierenvene war über 90% komprimiert. Wow. Also, es war bei mir schon extrem und, Ja, trotzdem war ich zum Beispiel auch dann für 'ne Zweit oder Drittmeinung irgendwo anders und auch an tollen Kliniken, ne, zum Beispiel ja, Uniklinik Heidelberg. ja, Und die haben Nussknacker völlig liegen lassen und haben dann gesagt: „Ach ja, Sie haben hier Krampfadern im Becken, ja, da embolisieren wir ganz easy, ja, machen wir gleich 'n Termin aus.“ ja, Und hätte ich das Wissen nicht gehabt, was ich vorher im Prinzip mir angeeignet habe, ja, hätte ich gedacht: „Hey, okay, und ich mache den Termin genau. und danach geht's mir besser.“ Also, Ja, so wie bei dir, ne? ja, Aber ich habe mich auf Absatz umgedreht, wie man so ja, schön sagt, und habe gesagt: „Auf Nimmerwiedersehen, ich komme nie wieder zu euch“, so und bin genau. Ja, gedampft. ja, Ähm, und, ne, deswegen ist ja diese Aufklärung so wichtig und dass wir alle da drüber sprechen, ja, damit eben, ja, so was halt nicht passiert. ja, Ähm, die Frage ist jetzt für mich, hat jetzt Kim Curtis zu dir gesagt, er vermutet, dass oder hat er 'ne Vermutung, irgendwie geäußert, dass er denkt: „Na ja, die Eierstockvene ist wahrscheinlich wirklich dein ja, Problem, deine ja, Achillesferse genau, sozusagen und nicht die genau, Gefäßkompression?“ richtig. Mhm, Er sagte: „Okay, der Maid Turner sollten wir im Blick behalten.“ Also, er hat die beiden Dinge angesprochen. Wobei er die erneute Embolisation, nach oben gestellt hat und dann den May-Turner. Also, genau, das sind so die beiden Dinge, die bei mir im Raum stehen, ja. wobei das Erstgenannte, äh, wahrscheinlich bei mir, ja, könnte sein, es Mhm, hört sich irre an. Ich weiß noch nicht, wie ich, das Ganze noch mal machen lassen werde, weil, ja, ich habe natürlich jetzt auch schon eine Vorgeschichte und, aber es hört sich jetzt irre an. Ich würde, glaube ich, lieber mir noch mal Coils einsetzen, weil ich weiß, die kann ich wieder rausholen und ich mhm, weiß, wo ich hin muss. mhm, Ich sträube mich etwas, das ist aber auch nur gefühlsmäßig. Viele Frauen sind top mit dem Stent. Also, Stent hat ja vielen auch geholfen, ohne dass sie dann die Coils brauchten, gell? Man sagt ja immer eher den May-Turner beheben, dann ergeben sich auch dann werden auch die Venen unten wieder dünner. Also, das muss ich jetzt einfach mal schauen, wo da meine Reise hingeht. Aber wenn ich jetzt so gefühlsmäßig für mich jetzt hier, entscheiden oder wo meine Reise hingeht, für mich würde ich sagen: „Okay, Coils rein, warten, bis sie ihren Job machen und dann“ es hört sich irre an, ich glaube, ich würde sie mir auch wieder rausholen lassen, weil ich einfach ich bin halt ein Mensch, alles, was im Körper bleibt, ist für mich mittlerweile mit einem Trauma besetzt, gell? Also, verstehe ich. das ist einfach durch meine Ja. ganze Geschichte und da würde ich sagen: „Komm, vielleicht so 8 Monate drin lassen.“
Und, ich bin in der glücklichen Lage, ich kann reisen. Ich bin auch der englischen Sprache immer noch ganz gut mächtig, und dann würde ich, glaube ich, sagen, bevor die Dinger mir irgendwo hinwandern, weil man hat ja dann die abstrusesten Gedanken, die ja ein normaler 'ne normale Frau ja gar nicht hat. Die sagt: „Okay, und dann ist gut und mir geht's danach auch gut.“ Aber bei mir ist natürlich auch die Psyche da jetzt auch etwas, Ja, ja, aber das ist ja total nicht verständlich. Du ist ja hast ja verständlich, gell? negative Erfahrungen gemacht, ne? Ja, Und, ja, es ist auch gar nicht mal so absurd, dass du sagst, du hast jetzt, obwohl es schiefgelaufen ist mit der Embolisation, keine Angst. Also, natürlich hast du vielleicht noch mal irgendwie Angst, das wieder zu machen, dass es wieder ja, schiefgeht, aber du nimmst es ja, eher in Kauf als jetzt 'n genau. Stent, weil 'n Stent ist wieder was Ja, Unbekanntes und das mit dem Plug kennst du. Du weißt, auf was du dich einlässt. ja, Falls ja, genau. es wieder halt irgendwie nicht klappen Ja, sollte, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zweimal schiefgeht? Also, ja. deswegen, ich hoffe wirklich jetzt für dich, dass es dann Ja, diesmal mit der Embolisation klappt. ja, Ähm, Hast du denn schon 'n Arzt, also, wir sind ja jetzt schon auch bald durch, mit unserer ja, Stunde. genau. Hast Ja, du denn jetzt einen, Arzt gefunden, wo du mhm. diese Embolisation durchführen lassen möchtest? Ja, den habe ich und, der befindet sich, was so für meine Person passt, nicht hier in Deutschland. Ich habe mich Deutschland so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, den Rücken gekehrt, um Gottes Willen, aber, meine Erfahrungen waren halt im Ausland jetzt für mich persönlich besser und Ja. ich habe mich dort halt auch irgendwo besser aufgehoben gefühlt und ich war bei diesem Arzt schon, und zwar ist das der Dr. Morata in Spanien, der auch als einer der Top-Gefäß Spezialisten für den europäischen, Bereich Genau, gehört. der Und ich Name ist habe ihn bekannt. ja, ich habe ihn tatsächlich auch aufgesucht vor meiner Embolisation und er hat auch das Gleiche gesagt wie Dr. Kim Curtis. Die beiden arbeiten übrigens, zusammen. Sie kooperieren. Wenn Sie eine Patientin haben, die, schwierig ist, holen Sie sich beide setzen Sie sich beide zusammen. Also, Toll. das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ja. Mich hat leider hier in Deutschland so das Gefühl immer übermannt, sei es jetzt auch nicht nur speziell bei den Gefäßen. Man denkt immer: „Okay, eine Krähe will der anderen so kein Auge aushacken. Ich bin jetzt lieber mal still“ und ich war halt vorbehandelt. Und, da war es für mich, glaube ich, hier immer so ein bisschen schwierig, als Vorbehandelte wohin zu gehen und zu sagen: „Ich will doch einfach nur eine zweite Meinung.“ Und das war für mich irgendwie schwierig. Ich finde es Mhm, schade, mhm, aber so hat sich das halt für mich persönlich dargestellt, obwohl, wie gesagt, die Ärzte hier, auch, sehr gute Ärzte sind. Ich will das auch gar nicht irgendwie es waren halt meine persönlichen Erfahrungen. Deswegen gehe ich jetzt im Dezember zu Dr. Morata, lasse dort natürlich nur den IVUS machen. Ich bin ja jetzt, Sorte absolut, vorsichtig. Ich wäge alles ab mhm, und schicke dann natürlich diesen IVUS, natürlich zu Dr. Kim Curtis. Das heißt, somit habe ich 2 Spezialisten. Beide schauen sich meine, Autobahn im Becken an, damit auch keine Kurve verloren geht. Lasse ich den dort mhm, fahren, den IVUS, weil hier in Deutschland habe ich gesagt, ich möchte einfach jetzt hier, wo alles drauf ist, weil es ist ja einfach so, ja, so kompliziert. Man muss halt alles sehen und dieser IVUS muss halt auch richtig gelesen werden. Das kommt ja auch noch dazu. Also und das ja, ist, für mich jetzt der Weg, wo ich mich wohlfühle und den mache ich dieses Jahr noch. Und nächstes Jahr schaue ich, ja, welche Behandlung ich dann, mhm, wohl überlegt, durchführen lasse. Entweder mit Dr. Morata oder ich reise in die USA, wo ich halt auch schon sehr viel Adressen habe, auch mit Dr. Kim, Curtis abgesprochen. Er hat da ja auch klar, die kennen sich ja, auch mir da schon ein 2 gute Ärzte genannt. mhm, Also, da ist bei mir auch alles noch mhm, offen, mit wem ich dann letztendlich gehe. mhm. Ähm, ja, also, ich wünsche dir da auf jeden Fall alles Gute, Danke. dass es diesmal klappt. Ja, Und ja, normalerweise ist es ja auch so, dass man beim IVUS, wenn man da schon im Prinzip den Eingriff macht, ja, ne, sagt: „Na ja, komm, wenn wir da sehen, da ist jetzt ja, wirklich Bedarf“, man setzt da ich dann weiß, wirklich ja. 'n Plug, aber das hast du jetzt erst mal gesagt: „Ne, kommt für dich nicht in Frage.“ Nein.
Mhm. Nein, Ja, verstehe ich ich, aber auch. Ja, ich möchte verstehe ich. jetzt erst noch Ja, mal möchte da erst noch mal die Diagnose wirklich haben und das ist bei mir jetzt einfach 'n langer Weg, den ich wohl überlegt ja, gehe und diesen IVUS mache ich ja. wirklich auch nur den IVUS. Natürlich, man hat einmal den Eingriff, wie du sagst. Mhm. Es wäre naheliegend, gleich zu sagen: „Wir machen etwas“, aber ich habe da einfach Mhm. ich möchte Doktor, ähm, Curtis Kim Curtis, ich komme immer ganz durcheinander mit den beiden Namen, noch mal draufschauen lassen und Ja. dann gehe ich nach ihm federführend, ich Mhm. denke mal Dr. Morada, die beiden, hoffe ich, Mhm. kommen zum gleichen Ergebnis. Mhm. Ähm, was, glaube ich, auch noch interessant wäre, auch für Leute, die jetzt vielleicht sagen: „Ey, Mist, seit der Embolisation habe ich auch voll die Probleme, aber kein Ja, Arzt, will mir das glauben oder, es heißt, man kann das nicht rückgängig machen.“ mhm, Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte vielleicht auch an die Adresse, in den USA reisen und man muss das ja selber zahlen. Ich ja, weiß jetzt nicht, wie also, ob du das jetzt so öffentlich sagen willst, aber die Frage ist natürlich, was muss man sich da ja, mit was für Kosten muss man da rechnen mit Krankenhausaufenthalt und, also, jetzt ohne Flug und Anreise, sondern wirklich, was kostet die OP mit Klinikaufenthalt? ja. Ja, also das ist schon 'ne Summe, die, horrend hoch ist. Deswegen hat Mhm. der Dr. Robert Stein auch mehrfach gesagt: „Mensch, gibt's denn in Deutschland niemanden? Wir hier in Amerika sind einfach ich muss es selber bezahlen.“ Und, ihm war es sehr unangenehm aufgrund der hohen Kosten. Also, Mhm. man merkte richtig, er ist auch 'n sehr vom Typ her wie Dr. Kim Curtis einfach 'n sehr warmherziger, eher immer nach unten und er sagte: „Mensch, gibt es keinen?“ Ich sagte: „Nein, weil es ist doch einfach so teuer.“ So, also die Summe ging schon, ich sage mal, weit über ja, ich will jetzt Luft holen, nicht, dass man aber sie liegt schon bei 30.000 €, 20, 25, 30 Mhm. hoch, je nachdem, was gemacht Mhm. wird. Und ich Mhm. bin Gott sei Dank konnte ich es zahlen und ich war mir so sicher, dass es mich, um meine Schmerzen befreit und, Mhm. mit Unterstützung meiner Familie, konnte ich das Gott sei Dank machen. Natürlich ist der Flug nicht dabei. Also, Ja, ja, das muss man ja, ganz offen und ja. ehrlich sagen. Ja. Amerika ist das Land das ist das Land einfach, wo man ich glaube, du hattest auch mal jeder recherchiert ja mal, was sind die Mhm. Kosten für 'ne AT, für Mhm. diese also, die Aber liegen ich ja war dann dann so bei im, reinen Familienhausbudget. ja, Also, das genau. Also, das ist also, das muss ich sagen, das ist Wahnsinn ja. und, ich habe es auch so weit einfach so für mich behalten, aber ich bin jetzt hier offen und ehrlich und bevor jemand sagt: „Ich habe Schmerzen und ich möchte das auch“, man muss sich natürlich über diesen Betrag, schon Ja. Gedanken machen, weil man kann ihn leider hier bei der Krankenkasse nicht irgendwie noch Mhm. einreichen. Man muss es aus der eigenen Tasche bezahlen. Und wenn ich mir nicht so sicher gewesen wäre, dass ich die Hälfte meines Lebens wieder zurückbekomme mit diesem Geld, was auch wirklich eingetreten ist. Ich Mhm. fahre wieder in Urlaub, ich nochmal hätte ich das auch nicht bezahlt. Aber ich war mir einfach so sicher und abschließend, ich habe auf mich gehört, auf mein Bauchgefühl, auf Ja. meinen Instinkt und das ist so mein Abschlusswort. Das ist so wichtig, egal was auch Ärzte manchmal sagen, es kann nicht stimmen oder Physiotherapeuten oder wer auch immer. Wir stecken in unserem Körper und ich habe sofort gemerkt, da ist irgendwas, was nicht richtig ist und den Weg bin ich dann auch erstmal oder den habe ich zuerst verfolgt und ja, und das war richtig, ja. Und das ist, glaube ich, der Instinkt und das, was wir fühlen, ist einfach das ist so wichtig, ja. Ja, also, das ist auch das, was ich all die Jahre über gelernt habe. Es ist dein Körper. Ja, Niemand kann den fühlen. nein, Und ja, die Intuition ist wirklich nicht zu unterschätzen und es ist schade, genau. dass vielen dieses Bauchgefühl abgesprochen wird, Ja, weil letztendlich hat sich bei mir auch das immer bestätigt tatsächlich. richtig.
Ja, Ja, in das meinem ist Leben das. hat sich das auch bestätigt. Ja, Egal in welchen Situationen, nicht im gesundheitlichen Bereich immer, was sofort das Bauchgefühl und der Kompass einem vorgibt, ja, dem sollte man nachgehen. genau. Dann danke ich dir, dass du so offen über all das geredet hast. Ich bin mir Gerne. sicher, dass einige jetzt, ja, neuen Input, neue Namen, neue Ideen vielleicht aus dieser Folge mitgenommen haben Ja. und ja, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und drücke dir die Daumen. Vielen Dank, dass du da Da warst. Danke, dass ich hier sein durfte und ich wünsche dir weiterhin du machst das so toll. Du hast ja auch noch deine eigenen bist ja auch noch nicht fertig mit deinen eigenen Symptomen, die dich da noch und dass du trotzdem noch diese Energie da reinsteckst und mit was für 'ner tollen mit Herzblut und wie du das alles hier machst, dass das einfach sichtbar wird und da noch mal, Hut ab, Marlene und, ganz, ganz toll, was du hier machst. Ja, Super und vielen Dank, dass danke. ich hier sein durfte. Irgendjemand muss es ja machen, ne? Wenn nicht ich, dann Ja, ja. genau. Alles Gute weiterhin Danke und, dir auch. ja, tschüssi. Tschüss. Ja, tschau. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung. Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.